Also insgesamt war es mega spannend mitzuerleben, was in so einer Phase passiert. Also quasi intern das Personal und so weiter, wie die Leute einfach zusammengehalten haben. Das war, glaube ich, das Beeindruckendste an der ganzen Situation. Also, zum einen war uns schon vor der Kampagne bewusst, dass wir unsere Organisation nochmal bewusst definieren müssen, weil wir sind sehr schnell gewachsen und es wäre eigentlich so das nächste Wichtige gewesen, was schon im September, Oktober angestanden ist. Dann kam natürlich alles durch die Kampagne, ist es alles anders gekommen wie gedacht. Und jetzt sind wir eigentlich wieder am gleichen Punkt, nehmen die Learnings aus den letzten Jahren und jetzt auch aus den letzten Wochen, die sehr intensiv waren, mit, um quasi uns aufzustellen und Strukturen zu gestalten, die auch den Wachstum zulassen werden. Das ist so das eine und das andere ist natürlich Recruiting. Das heißt, diese neuen Strukturen wollen wir dann natürlich auch füllen mit den geeigneten Leuten und weiterhin quasi mit Fokus auf Fachkompetenz, aber auch genauso im Vordergrund die Werte haben, die Vision und die richtigen Leute einzustellen. Ich glaube, das sind die zwei großen neuen Herausforderungen, die jetzt vor uns stehen, die wir aber auch hochmotiviert angehen, wo wir richtig Lust drauf haben. Das Geld wird, wie auf der Website beschrieben, hauptsächlich für die Entwicklung der Teile, der Komponenten des Fahrzeugs entwickelt, dann aber natürlich auch für die Gesamtfahrzeugentwicklung. Und ich glaube, der greifbarste Meilenstein ist einfach die neue Prototypengeneration. Es geht natürlich weiter. Die Community kann uns weiter unterstützen. Es gibt zum einen die Möglichkeit, uns noch Darlehen zu geben. Die Möglichkeit besteht noch bis Ende des Jahres und außerdem nehmen wir weiter sehr gerne Reservierungen entgegen. Hier ist auch die Möglichkeit, wenn man den Sion ganz anzahlt, noch einen Sono-Punkt zu bekommen. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, wie auch schon in der Kampagne angekündigt. Zum einen fokussieren wir uns weiter auf Investoren, die unsere Werte unterstützen und die uns langfristig, die sich bei uns beteiligen möchten. Das zweite Standbein ist über Banken und Fördermittel. Hier ist es so, dass wir das Momentum von der Kampagne gut nutzen können, um uns hier auch in der Politik vielleicht besser zu platzieren. Die Kampagne hat uns tatsächlich jetzt schon sehr geholfen. Tatsächlich Politik, ich meine, man hat es gesehen, Cem Özdemir war hier, schon während der Kampagne Awareness zu kreieren, aber auch Investoren sind auf uns zugekommen, gerade Personen, die man zum Beispiel nicht auf dem Schirm hat, weil sie investieren, weil die leben normalerweise zurückhaltend, aber sind jetzt angetan von der Geschichte, bekommen vielleicht zum ersten Mal von uns mit, hören von uns. Und mit solchen Leuten sind wir jetzt im Rahmen der Kampagne schon zusammengekommen und starten jetzt auch quasi die nächsten Schritte der Durchfinanzierung. Also es gab noch keinen offiziellen Programm-Kickoff für die Prototypen, aber wir haben natürlich in der ganzen Zeit, wo wir die Kampagne laufen hatten, schon interne Vorbereitungen getroffen und der Kickoff-Termin ist für die erste Februarwoche geplant. Die wichtigsten Schritte sind natürlich eben alle Partner zu kontaktieren, weil da ist es natürlich nicht ganz einfach. Die müssen auch ihre Planung machen, müssen auch ihre Leute zur Verfügung stellen und das hat jetzt höchste Priorität, die alle Partner zu kontaktieren, was auch schon gestartet ist, aber das alles zusammenzustellen und dann wirklich loszulegen. Also ich denke mal am ehesten aktuell die richtigen Kapazitäten freizuschaufeln. Weil wie man sich vorstellen kann, die Kampagne ist zwar vorbei, aber für uns auch in der Abhandlung natürlich noch nicht vorbei. Da gibt es noch viel zu tun. Insofern ist da auch noch viel Unterstützung dort gefragt. Und dann aber den Shift zu schaffen, auch mit einfach Ressourcen, dann sich 100% auf SVC2 zu konzentrieren. Und eben auch die Ressourcen von den Partnern an Bord zu bekommen, das ist schon die Hauptpriorität. So schnell wie möglich zu starten, ist die größte Herausforderung. Das ist wirklich was, weil das sind Dinge, die wir nicht komplett in unserer Hand haben. Also wir sind ja ein sehr agiles Unternehmen und auch recht schnell, würde ich schon sagen, aus meiner Erfahrung. Aber wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen, die auch sich mit Arbeit mit Startups schon gewöhnt haben, aber trotzdem ist da eine andere Struktur dahinter und da schnell Bewegung reinzubekommen, ganz schnell zu starten, das ist schon ein schwieriger Punkt. Und wir alle freuen uns natürlich wieder auf technische Sachen. Da sehe ich auch nicht große Hürden, sondern eher, dass wir jetzt wieder ans Arbeiten kommen und das so schnell wie möglich, das ist wichtig. Ja, also
Insgesamt ist es so, dass bei Prototypen natürlich viele Einzelteile verwendet werden. Das heißt, man hat wirklich auch Toolings, Prototypen-Toolings für Teile, die sehr, sehr kostenintensiv sind. Die Teile an sich sind sehr teuer, also auch das Material macht dann natürlich einen Großteil aus. Zum Beispiel eine Batterie in einem Prototypenstatus ist was sehr teures. Und der dritte große Bereich, würde ich sagen, sind Engineering-Dienstleistungen, die man natürlich auch braucht, also das Fahrzeug zu bauen, aber eben auch Package-Untersuchungen zu machen, Package-Zusammenstellung noch zu machen. Weil beim Prototypen hat man da schon nochmal Unterschiede. Das sind die großen Hauptthemen, die das Budget ausmachen. Ich freue mich am meisten auf die Technik und dass wir wieder wirklich Hardware bauen, also ein Fahrzeug bauen, wo man die Fortschritte, die wir auf der Simulationsebene gemacht haben, auch wirklich wieder real sehen. Da freue ich mich drauf.